In meinem ersten Video zur Europa City hatte ich ja bereits die Skulptur La Partezza, die Abreise, von Giampaolo Talani vorgestellt, die einen Reisenden mit Koffer darstellt. Nun steht eine zweite Figur ganz in der Nähe. Etwas kleiner als der 3,5 Meter hohe Reisende, aber dafür höher platziert und ebenfalls überlebensgroß. Die Bronzestatue von Klaas Häufer-Umlauf vor dem Berliner Hauptbahnhof. Aufstellen ließ sie sein Partner Joko Winterscheidt und die Enthüllung fand im Rahmen der Show der beiden am 21. April statt. Menschen kommen seitdem regelmäßig vorbei, um zu schauen, ob das Ganze nur ein Scherz war oder ob die Skulptur tatsächlich noch hier steht. Ja, das tut sie und ein Sprecher der Deutschen Bahn ließ verlauten: Wir waren in die Vorbereitung zu dieser Aktion involviert und haben die außergewöhnliche Idee gern unterstützt. Da für die Terrasse des Berliner Hauptbahnhofs die Bahn zuständig ist, bleibt die Statue erst einmal an diesem Ort. Vielleicht verspricht sich die Deutsche Bahn einen Imagegewinn, nachdem die Aufstellung der Skulptur Rolling Horse im Jahr 2007 auf der anderen Seite des Bahnhofs sehr viel Kritik auf sich gezogen hatte. Das Rolling Horse wurde von dem Künstler Jürgen Gürtz entworfen und besteht aus Edelstahl, Aluminium, Kunststoff, Glas und Stein. Sie ist 9,70 Meter hoch, 8,70 Meter breit und wiegt 35 Tonnen. Dargestellt wird eine dem Pferd nachempfundene Gestalt, die sich, kreisförmig krümmend, einem Radsegment zuordnet. Im Sockel sind Reste des alten Lehrter Bahnhofs integriert, die durch 4 Bullaugen betrachtet werden können. Der Berufsverband Bildender Künstler Berlins hatte die Deutsche Bahn damals scharf kritisiert. Der Vereinsvorsitzende Herbert Mondry äußerte, das Rolling Horse sei von kaum zu überbietender Provinzialität. Mondry kritisierte die Plastik als Misshandlung des öffentlichen Raumes und fragte, wer diese verantworten solle. Naja, immerhin hat das rollende Pferd sich zu einem Fotomotiv entwickelt. Das gilt nun auch für den Bronze-Klaas. Bei beiden handelt es sich um ein Denkmal unter Freunden. Der damalige Bahnchef Hartmut Medorn hat das Rolling Horse seines Freundes Jürgen Gürtz eingeweiht. Genauso, wie er ihn zuvor schon beauftragt hatte, das Sprinting Horse vor die Heidelberger Druckmaschinenwerke zu stellen, als Medorn dort noch Vorstandschef war. Wäre Medorn länger Chef der Berliner Flughafengesellschaft geblieben, hätten wir jetzt wahrscheinlich auch ein Flying Horse vor dem neuen Flughafen BER stehen. Aber zurück zur Skulptur von Häufer-Umlauf. Die Presse und die Passanten sind sich uneins, wie sie das Ganze einordnen sollen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt: Man kann zu der geschäftstüchtigen Welpenhaftigkeit von Klaas Häufer-Umlauf und Joko Winterscheidt stehen, wie man will, aber das Denkmal, das Joko seinem Kollegen Klaas in Berlin gewidmet hat, wird angenommen. Auf einem zugigen Treppenabsatz des Hauptbahnhofs steht seit Mittwoch der 2 Meter große Bronze-Klaas und wird umlagert. Anders der Berliner Kurier. Joko und Klaas kapern Berliner Hauptbahnhof. Bleibt die irre Statue jetzt für immer stehen? Fernsehturm Brandenburger Tor Weltzeituhr, zu den Wahrzeichen dieser Stadt ist nun ein neues hinzugekommen. Er steht vor dem Hauptbahnhof auf einer großen Treppe am Washingtonplatz, ein Denkmal für Klaas Häufer-Umlauf. Wer am ersten Tag nach der Einweihung aber Fantrauben erwartet, wird enttäuscht. Nur ab und an verirrt sich ein Passant ans obere Ende der Treppe. Passanten sind überrascht, dass es das Denkmal von Joko und Klaas wirklich gibt. Die Reaktionen sind immer die gleichen. Bleibt das jetzt wirklich hier stehen? Das kann man doch gar nicht glauben. Im Monopol-Magazin für Kunst und Leben heißt es wiederum, warum das Klaas-Denkmal richtig gut ist. Was als Gag gemeint ist, erweist sich doch als willkommener Debattenbeitrag zu einer wichtigen Frage. Welche Kunst und Statuen wollen wir im öffentlichen Raum? Die 2 Meter große Statue, die der Entertainer Joko Winterscheidt von seinem Kollegen Klaas Häufer-Umlauf anfertigen ließ, liegt ästhetisch genau zwischen einem vergoldeten Turkmenbashi und den Arbeiterdenkmälern von Constantin Meunier oder anderen Bildhauern des 19. Jahrhunderts. Ein bisschen Größenwahn, ein bisschen aufrichtige Bescheidenheit. Wo Klaas Herz wäre, klafft ein rundes Loch, damit Pilger dort kleine Votivgaben platzieren können. Am Hinterteil der überlebensgroßen Figur ist als Service ein Kleiderhaken für Mäntel und Jacken der Besucher angebracht. Steigt man die Treppenstufen hoch, lässt sich auf Hüfthöhe der Bronzeplastik per eingebautem Flaschenöffner ein mitgebrachtes Getränk öffnen, das man dann auf den Stufen sitzend mit Blick aufs Regierungsviertel zu sich nehmen kann. Man sollte die Wirksamkeit dieser lächerlich gemeinten Figur jedenfalls nicht unterschätzen, auch als Vorschlag für das etwas verstaubte Genre Standbild. Soweit die Zitate. Jeder mag nun für sich selber entscheiden, ist diese Skulptur richtig gut oder ein schlechter Witz.
Ist sie einfach nur sinnlos oder zur Interaktion anregend? Ist sie irre oder genial? Und soll sie bleiben oder möglichst bald wieder verschwinden? Nur in einem Atemzug mit den Sehenswürdigkeiten Berlins wie Fernsehturm, Brandenburger Tor, Reichstag oder Weltzeituhr würde ich so nicht gerade nennen. Wie immer freue ich mich über jede Unterstützung meines Kanals, sei es durch Kommentare, ein Like, eine Empfehlung oder ein Abonnement. Vielen Dank.